Stell dir vor, dass Kaiju nicht mehr die Welt zerstören, sondern für sie kämpfen. Die Menschen keinen Schutz benötigen, da sie selbst der Schutz sind. Die Menschheit hat gelernt, sie zu kontrollieren, doch hat sie nicht die Frage gestellt, ob sie kontrollieren sollten? Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Durch das Video zu Miki Segusa und den aktuellen Geschehnissen im Monarch Legacy of Monsters haben wir uns die Frage gestellt, was passieren würde, wenn die Menschheit wirklich Kaiju bzw. Titanen kontrollieren könnte. In einer Welt, in der Kaiju existieren, bleiben sie eine unberechenbare Naturkatastrophe. Die Menschheit lebt in Angst und versucht sich mit allen Mitteln zu verteidigen. So wurden Mecha wie Mechagodzilla oder auch riesige Mauern wie in Pacific Rim gebaut. In unserem Szenario nehmen wir diese Welten als Grundlage. Die Idee zur Steuerung von Kaiju entstand nicht aus Ehrgeiz, sondern aus Verzweiflung. Man hat es aufgegeben, Kaiju besiegen zu können und will sie daher lieber kontrollieren, damit ihre Zerstörungen aufhören. Die ersten Projekte basierten darauf, dass beobachtet wurde, dass Kaiju sich in ähnlichen Szenarien ähnlich verhalten. So wurde beobachtet, dass sich Kaiju wie Pagos sehr leicht von Uran ablenken lassen, wenn dies in einer Kiste in seine Nähe gebracht wurde. So wurden Experimente im Bereich Akustik, Elektrik und Chemie vorgenommen. Diese waren zwar teilweise erfolgreich, doch brachten immer nur kurzzeitige Erfolge mit sich. Das grundlegende Problem blieb bestehen. Kaiju handeln nicht rational, sondern instinktiv. Jeder äußere Reiz konnte jederzeit von einem stärkeren Impuls überschrieben werden. Daher wurden die Forschungen zu äußeren Reizen aufgegeben und es wurde nach Wegen gesucht, wie sie aus ihrem Inneren kontrolliert werden könnten. Wissenschaftler versuchen, die Sprache der Kaiju zu verstehen. Doch als klar wurde, dass es kaum eine Überschneidung im Gebrüll gibt und es nur aus Instinkt passiert, wollen sie direkt mit ihren Gedanken kommunizieren. So wurden die ersten EEG-Helme entworfen und nachdem im Labor die erste Steuerung von Mäusen gelang, wurden Feldversuche unternommen. Zuerst wurden kleine, friedfertige Kaiju wie Pigmon ausgewählt, doch schließlich ist es der Menschheit gelungen, dass sogenannte Kaiju-Piloten sich mit größeren Kaiju koppeln können. Dies geschieht mit einer bineuronalen Kopplung. Doch erste Tests zeigten schnell, dass die Verbindung keine Einbahnstraße ist. Piloten berichteten nicht nur davon, die Kaiju zu steuern, sondern auch davon, ihre Instinkte zu spüren: Hunger, Aggression, Revierverhalten. Je länger die Kopplung anhielt, desto stärker verschwammen die Grenzen zwischen Mensch und Kaiju. Das System ist noch nicht perfekt, da es nur eine kurzfristige Verbindung gibt, dennoch kann dieser Erfolg nicht geheim gehalten werden. Als dies publik wurde, haben sich mehrere Lager gebildet. Es gab Gruppen, die diese Kontrolle als falsch ansahen. Es gab Gruppen, die froh darüber waren, dass sie nicht länger in Angst leben mussten, und es gab Gruppen, die vor den militärischen Gefahren warnten, und vor allem diese Gruppe sollte Recht behalten. Doch auch Wirtschaftsunternehmen steigen in den Sektor ein, da sie Kopplungssysteme für den Eigengebrauch herstellen wollen. So würden neben den telepathischen Techniken auch Sensoren entwickelt werden, wie sie Apex bereits gezeigt hat. Vor allem die Atomenergie würde massiv profitieren, da der radioaktive Abfall gezielt von firmeneigenen Kaiju verzehrt werden könnte. Doch auch andere Arbeiten könnten von Kaiju übernommen werden. So wären zum Beispiel Tunnelarbeiten, Minenarbeiten, Gebäudeabrisse und Transporte denkbar. Pharmaunternehmen würden versuchen, wie im Pacific Rim beschrieben, daraus Medizin zu produzieren, und sei es auch für fragwürdige, nichtmedizinische Anwendungen. Auch der biologische Abfall würde sich in der Landwirtschaft gebrauchen lassen. Keiner aber würde sich ernsthaft die Frage stellen, was mit Überresten, Unrat und Müll der Kaiju an Auswirkungen auf die Umwelt und Menschheit haben kann. Doch seien wir ehrlich, hätten die Menschen die Möglichkeit, die Kaiju nach ihrem Belieben zu kontrollieren, würden die Militärstrategen jedes Landes versuchen, die Macht der Kaiju zu missbrauchen. Die militärischen Kapazitäten würden sich vollständig ändern. Auf einmal ist es egal, ob man eine Atommacht ist oder wie groß die Armee ist. Es geht darum, wer die meisten und mächtigsten Kaiju unter seiner Kontrolle bekommt. Weltweit werden Programme zur Ausbildung von Kaiju-Piloten und der Erforschung von besseren Kopplungssystemen gegründet. In Godzilla 2 King of the Monsters sehen wir auch, wie die Menschen die Titanen durch den Orca lenken können.
Auch hier sehen wir, dass es leicht ist, solch ein Kontrollsystem für schlimme Sachen zu verwenden. So sieht man bereits in Godzilla vs. Space Godzilla, als die G-Force versucht, Godzilla über Mikis Telepathie friedlich zu steuern. Sie werden von der Yakuza infiltriert und Godzillas Kontrolle soll für kriminelle Zwecke genutzt werden. Dementsprechend würde auch die Politik handeln. Jeder Regierungschef würde versuchen, Godzilla unter seiner Kontrolle zu wissen. Klare und faire Absprachen, das Einhalten von Verträgen sowie unabhängige Kooperationen würde es dann nicht mehr geben. Das beste Beispiel sieht man bei den 5 Vetomächten in der UNO. Alle 5 haben Atomwaffen und beeinflussen durch ihre Macht den Rest der Welt. Die Kaiju würden, wie bereits erwähnt, praktisch die Atomwaffen in der Fiktion austauschen. Es wäre egal, wer zuerst so ein Kontrollsystem hat. Es würde zu einem Wettlauf kommen, da alle anderen Länder gezwungen wären nachzuziehen, um derjenige zu sein, der als nächstes diese Technologie besitzt. Danach würde versucht werden, bereits unter Kontrolle stehende Kaiju zu übernehmen und daraus ergibt sich vielleicht die Tatsache, dass bevor jemand zweites das System hat, dieser komplett vernichtet wird. Was allerdings überhaupt nicht vorhersehbar ist, wie die Piloten nach einem längeren Zeitraum reagieren würden. Würden sich die Kaiju menschlicher verhalten oder würden eher die Piloten sich wie Kaiju benehmen? Auch posttraumatische Belastungsstörungen sind nicht auszuschließen. Und wie steht es um die Schmerzen, die das Kaiju erleidet? Erleidet sie auch der Pilot? Ein solches Szenario sah man in Godzilla vs. Kong, als Ren Serizawa seine Verbindung zu Mechagodzilla nicht halten konnte und durch einen elektrischen Schlag starb. Nein, der Versuch, Titanen oder Kaiju zu kontrollieren, würde nur noch mehr Chaos verursachen. Es würde keine gerechte Koexistenz zwischen Menschen und Kaiju geben, sondern Ausbeutung und Versklavung. Man weiß ja auch nie, was passiert, wenn die Kontrolle des Menschen über die Kaiju irgendwann zerbricht. Der Homo sapiens benutzt die übermächtigen Lebewesen schließlich als Sklaven. Wie würden die Kaiju uns dann behandeln? Es war Frankenstein.